Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich grüße euch aus Paraguay und ich habe ein Päckchen bekommen. Immer eine aufregende Sache und heute gibt es neues Equipment und zwar die kleinste Actioncam der Welt und was sie fürs Motorrad kann. Insta360, ihr wisst ja, die unterstützen mich auf meiner Reise. Ich habe auch die X3, die 360-Grad-Kamera von denen und ich habe schon mal erwähnt, dass ich sehr scharf auf diese Mini-Kamera bin und zwar die Insta360 Go 3S. Wir schauen uns mal an, was drin ist. Bis ich das hier aufgefummelt habe, kann man schon sehen, die wiegt 39 Gramm. Ich war eben so scharf darauf, weil die Kamera so klein ist. Und wenn man hier zum Beispiel auf Märkten oder so rumläuft und so, dann zu einem Selfie-Stick da rumzurennen, ist halt, hallo, bitte beklau mich. Ja? Und ich hatte vorher schon eine sehr kleine Kamera, aber die ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und jetzt bin ich in die Moderne wieder eingetreten. Sie nimmt in 4K auf, 39 Gramm und ich habe die 128 GB Version. Es gibt noch eine, ich glaube 64 und das hier ist Midnight Black. Es gibt sie auch in Weiß. Und was haben wir noch? 10 Meter wasserdicht. Ihr kennt das, die App von Insta360 ist fantastisch. Mit AI kannst du das einfach zusammenschneiden lassen, ist super cool. Gucken wir mal, was hier drin ist. Das sieht aus wie ein Ladekabel. USB, USB-C. So, das ist das gute Stück. Also diese Action Pod ist nicht wasserdicht, steht hier, ist nur Wasser, wie heißt das, regendicht. Und diese Kamera hier kann man wohl, man muss hier irgendeinen Knopf drücken, hier. Dann kann man sie rausnehmen. Zack. Sieht man, jetzt lädt es hier. Die kann in 4K 30 Frames aufnehmen und wenn man zum Beispiel Zeitlupe macht, dann brauchen wir ja mehr Frames. Kannst du 2,7K, ich weiß nicht, ob man 10 kann, 100 Frames oder 1080 und dann sogar 200 Frames machen. Natürlich gibt es zig Aufnahmemodi. Ja, man drückt hier einfach drauf und dann hat man hier Zeitlupe, Time Shift, Timelapse, Freeframe, das ist auch gut, wenn man die Kamera hat. Ich zeige es mal, hier, die kleine. Wenn man so aufnimmt, 16:9, wenn man so aufnimmt, 9:16, also für Instagram oder Video, YouTube Shorts oder so. Und wenn man Freeframe aufnimmt, den Modus, dann ist es egal, wie du aufnimmst, du kannst dann später im Schnitt sowohl horizontal als vertikal machen. Ja, dieses Case, da lädt es immer wieder auf, die Batterie. Und ich habe aber auch noch hier so ein extra Batterieding. Das gibt doppelte Ladezeit. Ich glaube 40 Minuten sind angegeben oder 38 kann man mit der aufnehmen am Stück. Und wenn du das halt hier reinklickst, dann hast du die doppelte Zeit. Das klickt da sicher drin, wird als Magnet und eingehakt. Und so funktioniert es eigentlich generell. Hier ist es eben mit dieser Kordel. Kannst es unter das T-Shirt machen oder wo du hin willst und kannst es einfach dann daran magneten. Der Magnet ist ziemlich stark hier. Kannst es hier einfach dran, klack. Und dann, wenn du das hier wegmachst, dann hast du halt eine relativ unauffällige Kamera, mit der du rumlaufen kannst. Und du kannst natürlich hier mit einem Klick, zack, hat man gehört, geht sie an. Und man kann einmal drücken oder man kann zweimal drücken. Und ich habe jetzt bei zweimal drücken Foto eingestellt. Also wenn man jetzt rausnimmt, man kann die Kamera auch ohne das benutzen, ohne dass man den anschaltet. Wenn man den anschaltet, sieht man halt hier, was man aufnimmt. Es ist ein bisschen kleiner als eine normale Actioncam. Und so ist es halt viel kleiner. Und bei Motorradreisen oder überhaupt bei längeren Reisen ist es gut, so viel Schutz für die Kameras zu haben, wie es irgend geht. Und deswegen habe ich hier eine Schutzfolie für das Display. Zack. Und, wenn mich nicht alles täuscht, ist hier noch ein zweiter dabei. Ist natürlich praktisch, bewahre ich mir auf. Dann einen Windschutz.
Da sind noch 4 von diesen Dingern dabei, also wenn man mal eins verliert, hat man noch 3 Ersatz. Die Kamera selbst ist natürlich magnetisch, aber man kann sie auch hier in den Quick Release einspannen. Du brauchst es dann nicht mehr schrauben, sondern klack, klickst es einfach so ein. Ist fantastisch zum Reisen. Das kannst du während der Fahrt machen. Und hier nochmal so 2 andere Befestigungsmöglichkeiten. Vertikal und horizontal kannst du halt hier rein machen. Und kannst dann so auch filmen, wenn du möchtest. Ja? Und das ist dann safe. Ja? Ein Flexi-Mount. Sieht aus wie so ein 5-Mark-Stück, hätte man früher gesagt. Bisschen dicker natürlich. Das kann man so aufklappen und es ist halt so drehbar. Und das ist quasi ein Stativ. Ja? Und das hier ist auch klebrig. Ja, klebst du hin. Und dann kannst du halt hier so, hier das so machen. Dann kannst du dann mal ein schnelles Selfie machen. Ja. Das hier ist natürlich nicht so, der Magnet ist nicht so stark wie bei den anderen. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich damit fahren würde. Aber wenn man sich nicht sicher ist, hält es oder hält es nicht, auch so bei so Offroad-Sachen, gibt es noch dieses hier, ein Sicherheitsband. Also ja, man nimmt das und dann schiebt es einfach so rein, das ist ein Gummi und dann hat man eben die Kordel. Ja, und man kann es dann hier dran machen, so. Man kann dann sagen, okay, ich will nicht, dass es verloren geht. Ich mache das hier fest. Zack. Aber die Außenseiten sind auch magnetisch und dann kann man es wieder hier hinhängen, wo es magnetisch ist. Und dann kann man hier wieder das drehen, wie man es braucht. Zack. Auch während der Fahrt könnte man dann zum Beispiel so zur Seite rausfüllen. Das hat man ja oft nicht, dass man den Seiten, dass man zur Seite filmen kann oder so, aber man könnte es dann hier einfach so, zack, Kamera hin und kann dann sagen, ja okay, unauffällig kannst du da filmen, ne, zur Seite. Wenn man jetzt nichts hat, wo man das so dran klippen kann, dann ist hier noch, das ist standardmäßig auch dabei, so ein Adhesive, eine Klebehalterung, so heißt es. Ja? Und ist zu und man kann die halt immer wieder benutzen. Das ist halt cool. Ja? Also ist jetzt hier super dreckig, aber es spielt keine Rolle. Man kann es jetzt hier dran machen, so. Und dann benutzt man wieder dieses Ding. Zack. Ich meine, das kann man hier runterhängen lassen, muss man aber nicht. Also man kann das auch ordentlich machen. Man kann das so machen, dann ist es auch hier gesichert. Was heißt gesichert, aber so. Und es ist ziemlich fest, muss man sagen. Also ihr seht, das Plastik biegt sich damit. Ja, dann kannst du es halt so biegen und kannst es hier einklicken, kannst dann auch wieder filmen, wie du möchtest. Man kann es dann abmachen und wenn es dreckig ist und so, dann klebt es nicht mehr. Aber dann macht man es einfach mit Wasser und lässt es trocknen, dann klebt es wieder. Also ich habe das gerade ausprobiert, es ist ja alles hier super dreckig, weil hier alles staubig ist. Und das hatte ich eben eingesaut und habe es kurz abgespült, getrocknen lassen und dann ist es gut. Und dann denkt man so, oh, im Gepäck, aber wie ist das dann? Das klappt man halt so zu und dann ist es geschützt. Ja? Und das kann man halt überall, Autofensterscheibe, hier kannst du es überall, alles was halt nicht magnetisch ist, kannst du es halt hinbappen. Zum Beispiel gibt es hier noch so einen Plastikclip. Ja, das wird hier nur mit so eingeklemmt. Kannst du halt die Kamera so reinmachen. Und das ist halt auch praktisch hier. Ich belasse es jetzt mal normalerweise unterm T-Shirt. Dann kannst du es hier dran machen und dann kannst du eben den Winkel verändern. Wenn du jetzt hier arbeitest am Motorrad, dann kannst du es halt runter machen und so. Das ist halt praktisch, was man auch machen kann. Deswegen habe ich eigentlich die Cap auf. Du kannst es hier einfach an den Schirm machen. Und dann hast du hier eine mini kleine Kamera. Und es geht natürlich auch andersrum. Wenn du es unten haben willst. Ich sag mal,
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und dann kannst du eben auch wieder hier den Winkel verändern, so dass es passt. Ja. Und ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert, wie man es auch am Bike benutzen kann. Ja, hier kann man dann gucken, wo kann man es gut anbringen. Ich habe hier die Schutzbügel und das ist halt auch so schmal. Und da habe ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt ja wie gesagt die Kamera auch noch neu, aber da kann man dann ein bisschen ausprobieren, wie man das machen will. Aber man kann es zum Beispiel hier dran machen und dann kannst du nach vorne filmen, wenn du möchtest. Ja. Das geht natürlich auch, du kannst es auch hier unten zum Beispiel, könnte man es dran machen. Ja. Kannst du hier irgendwie die Felgen filmen oder was du möchtest. Also hier könnte man es jetzt zum Beispiel auch dran klippen. So kann man das dran klippen. Dann kannst du hier, das ist halt immer ganz nett, Offroad, die Schwinge, wenn die dann springt, kann man das ganz gut filmen. Und der Affenschwanz. Monkey Tail. Das ist das Ding. Man kann es biegen, wie man will. Und man kann es natürlich auch als Selfie-Stick benutzen und mitgeliefert bei der Go 3S ist diese Halterung, ein Quick Release Halterung, glaube ich, so nennt sich das. Und wie man hier schon sieht, kann man das so biegen und man kann das dann hier drauf schrauben. Ich meine, man kann hier alles, das ist ein ganz normales Selfie-Stick-Gewinde, da kann man alles draufschrauben. Und man kann es eben auch mit dem Action Pod da draufschrauben und man kann dann zum Beispiel wenn man jetzt bloggen will oder so, kann man es auch ganz normal wie jetzt eine andere Action Cam benutzen und man kann sich dann hier im Bildschirm sehen. Aber es geht natürlich auch wieder das kleine Format. So, da kann man es so machen und dafür ist es dann praktisch, dann kann man es eben so biegen, wie man will. Entweder horizontal kannst du es so halten, vertikal und so weiter. Und man kann eben auch das so hier so machen. Und dann kann man es sehen, hinstellen, wie man möchte. Und das ist halt super praktisch für unterwegs, wenn man mit dem Motorrad irgendwo anhält und dann so, ich will mal kurz ein Selfie machen. Ist es halt super schnell gemacht. Ja. Man kann es eben so benutzen oder man kann es hier irgendwo drum wickeln, um irgendwie so eine Stuhlkante oder so. Das ist halt super praktisch. Also das gleiche kann man natürlich auch immer noch mit diesem extra Batteriepack benutzen. Das ist auch magnetisch, das ist quasi nur ein bisschen verdickt dann. So, hängt drin und dann kannst du es hier einklicken. Dann ist es drin. Ja. Und dann hast du eben die doppelte Laufzeit. Und da gibt es Millionen Möglichkeiten, das am Bike anzubringen. Und ein paar davon schauen wir uns mal an. Theo, Hasama, Hasama. Ich konnte jetzt direkt hier parken. Hier sind so Riesen. Ich hoffe, man hört mich. Das ist immer noch mein erster Test mit der Kamera. ¿Qué necesita? Jogger. Solo caminar, gracias. So, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich das jetzt auch alles zum ersten Mal mache oder die ersten Male ausprobiere. Und zum Beispiel habe ich jetzt eben auf dem Motorrad den ganz normalen Laufmodus angehabt. Aber es gibt auch so Mode, da kannst du extra Motorrad einstellen, ist dann extra stabilisiert und so, und dass man auch die Schräglage erkennen kann. Also, 2 Wochen lang habe ich jetzt schon die Kamera und sie ein bisschen getestet. Und ja, ich habe sie immer in so einem Mikrofonschutz drin, damit hier das nicht so zerkratzt wird. Das ist nicht direkt die Linse, sondern eben, ich habe mehrere von diesen Linsenschutzdingern, aber auf Reisen, umso besser man das schützen kann, ist es
gut. Und ja, ich trage das in der Hosentasche meistens, die Kamera, und dann habe ich das da drin, wenn du dann noch einen Schlüssel und so drin hast, damit es dann nicht so schnell zerkratzt. Ja, die Kompaktheit ist halt das Allerbeste und ja, für mich das Allergeilste eben, dass es magnetisch ist. Hier magnetisch, da magnetisch, klack, 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 überall kannst du es hinmachen. Ist halt zum Alleinreisen perfekt. Oder auch, wenn man zu zweit reist und man möchte von sich zusammen ein Foto machen und so, bumm. Man muss nicht immer den Tripod auspacken, aus den Taschen, dran schrauben und die Kamera, sondern man nimmt es aus der Hosentasche, puff, ist es dran. Fantastisch. Das mit dem Akku, 38 Minuten, das klingt jetzt nicht so viel, aber das ist halt so, 38 Minuten hat diese kleine Kamera. Und jedes Mal, wenn man das hier wieder zurückpackt, wird es dann aufgeladen wieder. Ja, also hat man dann immer wieder mehr Minuten. Und ich habe ja noch dieses extra Akku-Pack. Tatsächlich habe ich das noch gar nicht benutzt. Also nur mal zum Ausprobieren, aber habe ich noch nicht gebraucht. Und dann hat man 72 Minuten und man kann es hier noch einige Male wieder vollladen mit. Reicht dicke, würde ich sagen. Bildqualität ist bei Sonnenlicht fantastisch, finde ich. Ja. Was nicht so gut ist, ist halt bei Lowlight, also bei Dunkelheit. Dafür ist sie nicht so gut geeignet, die Kamera. Das ist wahrscheinlich auch der Kompaktheit geschuldet. Ne? Alles klein, klein, klein. Wird dann nicht so viel Licht eingefangen. Ton. Ihr seht jetzt, ich nehme jetzt mit einer anderen Kamera auf und habe hier das Ansteckmikro. Und dann kann man halt die Umgebungsgeräusche ausblenden. Das ist halt was man hier nicht kann. Das ist wahrscheinlich auch der Kompaktheit geschuldet. Also dass es eben, wenn man so dran klickt, dann macht man nicht noch das Mikrofon dran und so. Aber trotzdem, das fände ich noch cool, wenn das vielleicht in der Go 4 oder so möglich wäre. Weil Südamerika, es ist immer laut. Also jetzt, ich bin hier 10 Minuten oder eine Viertelstunde rumgelaufen, um einen ruhigen Platz zu finden. Und hier, ich weiß nicht, ob man es hört, aber da mäht einer den Rasen. Da wird das Dach gedeckt. Dann im Hotel ist so eine Gruppe, die draußen sitzen und Shisha rauchen und Kaffee trinken und sich laut unterhalten. Es ist dann wirklich schwierig, manchmal so einen Platz zu finden und deswegen, da hat man halt immer die Umgebungsgeräusche. Und dieser Free-Frame-Mode, also das kann man einstellen und dann kann man ja entweder so oder so filmen und man kann dann nachher im Schnitt entscheiden, okay, will ich das für einen Short haben oder für ein Reel oder für einen TikTok oder will ich es in 16:9 haben oder in 4:3. Das kann man eben nachher entscheiden. Und das ist dann nur in 2,7K. Ich rechne meine Videos immer in Full HD raus, aber ich nehme sie in 4K auf, dann kannst du halt noch im Schnitt ranzoomen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dafür hat man halt diesen Vorteil, dass man danach es entscheiden muss, wie man das haben will. Da ist eben auch der Nachteil, dann ist da keine Stabilisierung drauf, sondern die Stabilisierung wird dann von der App, der Insta360 App, nachträglich drauf gemacht. Und da kann man dann 3 verschiedene Stabilisierungen, Flow-Stage-Stabilisierung heißt die, drauf machen, kann man sich dann aussuchen, funktioniert aber auch. Aber du kannst es dann nicht einfach von der Festplatte, also von der Kamera auf die Festplatte ziehen oder so, sondern du musst es erst durch das Programm laufen lassen, sonst hast du nicht die Stabilisierung drauf. Ich finde, es macht Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Ich habe die jetzt immer in der Hosentasche und ich mache dann auch, wenn ich Fotos mache, habe ich dann oft die Kamera, klicke ich irgendwo hin und dann mache ich hier mit dem Bildschirm, gucke ich dann und dann kann ich ein Foto machen. Und ja, ihr wisst ja, ich habe diese Kamera nicht gekauft, sondern ich habe sie von Insta360 zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, weil ich hier in Paraguay bin, konnten sie mir schicken. Ich muss dann immer warten, irgendwo ein Jahr, da habe ich jetzt warten müssen oder mehr sogar, bis ich mir wieder was schicken lassen konnte. Mittlerweile gibt es auch die Insta360, also die 360-Grad-Kamera X5. Also das neueste Modell. Ich kann dazu nicht viel sagen, ich habe mich damit nicht beschäftigt, ich habe sie nicht. Aber es gibt zig Videos auf YouTube, wenn euch das interessiert, könnt ihr gucken. Aber was ihr machen könnt, ihr könnt sie über meinen Link bestellen. Ich verlinke das in der Videobeschreibung. Es gibt immer ein extra Zubehör und natürlich unterstützt ihr mich auch damit, wenn ihr über mich kauft. Genauso wie die Go 3S könnt ihr über meinen Link kaufen. Und ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber die letzten Videos stammten schon zum Teil von dieser Kamera. Apropos letzte Videos, vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung nach meinem Laptop-Disaster-Video. Vielen Dank, wirklich nett. Ich möchte mich im Einzelnen bei den Unterstützern bedanken. Und zwar Fruno Bulaxify, Dirk Manfred, Hans-Jörg, Sönke, Stefan und Conny,
Markus aus der Schweiz, Erik, André aus Thüringen, Frederik, Hubert, Markus, Achim aus St. Vith, Stefan aus Panschwitz, Dirk, Arthur aus Hamburg, Norbert, Oliver, Stefan, Tom zwischen den Welten, Harald, Capricorn on Tour, Frank, Georg, Sören aus dem Schwarzwald, André und Marek aus Bonn. Vielen, vielen Dank. Das ist fantastisch. Also super, 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 super. Und jetzt ist es hier auch mein letzter Tag in Paraguay erstmal. Morgen fahre ich Richtung Pantanal, das größte Sumpfgebiet der Welt. Ich bin gespannt, wie es dort wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, euer Ruti. Tschüss.